Tonight is our first meeting, Heute Abend ist unser erstes Zusammentreffen and it's an important one. und es ist ein wichtiges. And the bad news is that some people are not going to be here tonight. Und die schlechte Nachricht ist, dass manche Leute heute Abend nicht da sein werden. Some people will come tomorrow. Manche Leute werden erst morgen kommen. We're happy that they'll be coming, Wir sind froh, dass sie auch kommen. but you need to take notes so that you can explain tonight. Aber ihr müsst euch die Dinge aufschreiben, damit ihr den heutigen Abend erklären könnt. Because there aren't many sermons preached on Lucifer. Denn es gibt nicht viele Predigten über Luzifer. Has anyone ever heard a sermon on Lucifer before? Hat jemand eine Predigt bereits darüber gehört, davor? Not so much. Nicht so viele. Okay. So it is important because all the presentations will be building one on the next. Es ist wichtig, denn die Präsentationen werden aufeinander aufbauen. So let's begin. Also wollen wir anfangen. In the business world today, In der Geschäftswelt heutzutage innovation is a highly valued skill. ist Innovation eine wichtige Sache. In English, we speak about thinking outside the box, Man spricht darüber, außerhalb der Box zu denken. and people can command high salaries because they're innovative. Besser gesagt, um die Ecke zu denken. Und Menschen können viel verdienen, weil sie innovativ sind. Lucifer was the first big innovator. Luzifer war der erste große Innovator. Well, after God. Erfinder. After God. Nach Gott natürlich. Lucifer said to the other angels, let's try something new. Er hat zu den anderen Engeln gesagt, lasst uns was Neues versuchen. And so we're going to start our story with the mystery of iniquity. Und wir werden unsere Geschichte also mit dem Geheimnis der Ungerechtigkeit anfangen. There's a familiar verse in 2 Thessalonians chapter 2 Da gibt es einen Vers im 2. Thessalonicher Kapitel 2, that speaks of those who perish because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. das über die spricht, die eigentlich umkommen, weil sie nicht diese Liebe empfangen haben. Zur Wahrheit angenommen haben. Also die Wahrheit angenommen haben, danke. Ja. And for this reason, God will send them strong delusion that they should believe the lie. Und darum sendet ihnen Gott eine große Verführung mit großer Macht, sodass sie diese Lüge auch glauben. Now, there's an interesting detail in this verse. Und da gibt es ein interessantes Detail in diesem Vers. Some translations say, believe a lie. Manche Übersetzungen sagen, dass sie einer Lüge glauben sollen. That would be just any lie. Das würde einfach irgendeine Lüge sein. But the Hebrew scholars tell us that it's more specific than that. Aber die hebräischen Gelehrten sagen uns, dass das besonderer ist als nur das. There's a definite article, Da ist ein definitiver Artikel, the lie, a very specific lie. ein bestimmter Artikel. Die Lüge oder der Lüge zu glauben. What lie is that? Welche Lüge ist das? The devil, we're told, was a liar from the beginning, Uns wird gesagt, dass der Teufel ein Lügner von Anbeginn ist. and he's told lots of lies by now. Und er hat schon viele Lügen erzählt bis jetzt. One that we might easily think of is, you shall not surely die. Eine der ersten Sachen ist, du wirst gewiss nicht sterben. But this is not the lie in this passage. Aber das ist nicht die Lüge in diesem Abschnitt. This is more basic, more foundational, something at the very... Es ist grundsätzlicher, es ist was Fundamentaleres. Etwas, was wirklich... We can find it by going to Isaiah chapter 14. Wir finden es, wenn wir zu Jesaja Kapitel 14 gehen. Familiar verses, 13 and Das 14. sind bekannte Verse, Vers 13 und 14. This is Lucifer saying, I will ascend into heaven. Das sagt Luzifer, ich will in den Himmel steigen I will exalt my throne above the stars of God. und meinen Thron über die Sterne erhöhen. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. I will ascend above the heights of the clouds. Ich will auffahren über die hohen Wolken I will be like the Most High. und gleich sein
dem Allerhöchsten. This is what Lucifer said at the time of his rebellion. Das ist das, was Luzifer gesagt hat, als er rebelliert hat. But is this the lie or just crazy boasting? Ist das schon die Lüge oder ist das nur ein sich aufplustern? We can look at these things and say, well, that's not going to happen. Wir können uns die Sachen anschauen und sagen, ja, das wird sicher nicht passieren. And so we might say, well, that's a lie. Und somit kann man sagen, das ist eine Lüge. But I don't think that's the lie. Aber ich glaube nicht, dass das diese Lüge ist. The lie shows up at the end of this passage. Diese Lüge taucht am Ende von diesem Abschnitt auf. This isn't just one more lie on a list. Es ist nicht einfach eine weitere Lüge auf der Liste. This was Lucifer's goal when he managed to do all those other things. Das war sein Ziel, als er all die anderen Sachen schon erreicht hat. What he was saying here Was er hier sagt, is that when I exalt myself, wenn ich mich selbst erhöhe, I will be like God. dann werde ich sein wie Gott. Because God exalts himself. Weil Gott sich selbst erhöht. God promotes his own glory. Weil Gott seine eigene Ehre vorantreibt. God puts himself first. Weil er sich an erste Stelle setzt. And I want to be like God. Und ich will wie Gott sein. So I'm going to do that too. Das heißt, ich werde das auch machen. Now, I don't want to make Lucifer's idea sound good, Ich möchte nicht, dass Luzifers Idee gut klingt, but it's not too hard for me to see how he might have presented that. aber für mich ist es nicht so schwer, mir vorzustellen, wie er das vielleicht vorgestellt hat. After all, who did all the angels worship? Wem haben denn die Engel angebetet? And Lucifer led the heavenly choir, but why were all the songs about God? Und Luzifer hat den himmlischen Chor geleitet, aber warum handelten alle Lieder von Gott? Was that some coincidence? Ist das irgendein Zufall? Or did God set it up that way? Oder hat das Gott so eingerichtet? Does God exalt himself? Erhöht sich Gott selbst? Well, before we go much further with this, Bevor wir noch weiter hier graben, there's an important idea that we need to recognize. es gibt hier einen wichtigen Gedanken, den wir sehen sollen. And that is that there never was and never will be a reason for sin. Und dass es niemals einen Grund, und es ist unmöglich, das auch zu erklären, für Sünde gibt. Notice the text here. Schaut euch diesen Text hier an. It is impossible to explain the origin of sin so as to give a reason for its existence. Es ist unmöglich, den Ursprung der Sünde so zu erklären, dass dadurch eine Begründung für ihr Dasein gegeben würde. Sin is an intruder for whose presence no reason can be given. Die Sünde ist ein Eindringling, für dessen Erscheinen wir keine Ursache angeben können. It is mysterious, unaccountable. Sie ist geheimnisvoll, seltsam. To excuse it is to defend it. Sie zu entschuldigen, hieße sie zu verteidigen. Could an excuse for it be found or cause be shown for its existence, it would cease to be sin. Wäre ihr Dasein zu entschuldigen oder zu begründen, so hörte sie auf, Sünde zu sein. And so it's important. We should never get confused on this point. Das heißt, es ist wichtig, wir sollten uns niemals verwirren lassen in diesem Punkt. If we ever think, oh, I found the reason Satan sinned, Wenn wir denken, oh, ich habe jetzt einen Grund gefunden dafür, warum Satan gesündigt hat, we're mistaken. dann bist du am Holzweg. There is no reason. Es gibt keinen Grund, But keine Begründung. that doesn't mean that we cannot understand some things about his rebellion. Das heißt aber nicht, dass wir nicht einige Dinge über seine Rebellion verstehen können. God has actually told us quite a bit about the methods of our enemy. Gott hat uns eigentlich viel enthüllt über die Methoden des Feindes. And he is our enemy. Und es ist unser Feind. We are in a war. Wir sind in einem Kampf. He is trying to kill us. Er versucht uns zu töten. We should remember that. Das sollten wir im Kopf behalten. God calls for far more tact, Gott ruft zu mehr Taktgefühl more wise generalship sowie zu einer weiseren Führung auf, than has yet been given him by his human agents. als sie bisher durch seine menschlichen Mitarbeiter an den Tag gelegt wurde. There is need of sharp, sanctified thinking.
Es besteht ein Bedürfnis nach scharfem, geheiligten Denken and keen work to counteract the ingenious plans of Satan. sowie leidenschaftlicher Arbeit, um den raffinierten Plänen Satans begegnen zu können. If we're going to do this sharp, sanctified thinking that God's calling for, Wenn wir dieses scharfe, geheiligte Denken exerzieren, wozu uns Gott beruft, we're going to need to pay some very close attention to details that we commonly just kind of skim over. dann müssen wir auf die Details achten, wo wir normalerweise drüber lesen würden. At the final condemnation of Satan, Bei der letztendlichen Verdammung Satans, when the hosts of rebellion from the first great rebel to the last transgressor, wenn das ganze Heer der Rebellion vom ersten Rebellen bis hin zum letzten Übertreter gefragt werden wird, when they are asked why they have broken the law of God, they will be speechless. warum sie das Gesetz Gottes übertreten haben, werden sie nicht in der Lage sein, irgendein Wort zu sagen. There will be no answer to give. Es wird keine Antwort geben No reason to assign that will carry the least weight. und kein Grund angeführt werden, der irgendein Gewicht haben könnte. Okay, so again we see there is no good reason for sin. Das heißt, es gibt keinen guten Grund für Sünde. But you know and I know that Satan has come up with dozens of, quote, reasons Aber ihr wisst und ich weiß, dass Satans mit vielen, und ich zitiere, Gründen kommt. and that's what's important here. Und das ist das, was wichtig ist. At the final condemnation of Satan, Bei der letztendlichen Verdammung von Satan none of those reasons will carry the least weight. wird keiner von diesen Gründen irgendein Gewicht haben. Why not? Warum nicht? Because they've been proven wrong. Weil das Gegenteil bewiesen wurde. Because of the wise generalship of God. Aufgrund der weisen Regierung von Gott. And sometimes a little wise generalship from people. Und manchmal ein bisschen weiser Führung von Menschen. That's what it takes to demonstrate that Lucifer's reasons are worthless. Das braucht man, um zu beweisen, dass Luzifers Begründungen wertlos sind. So let's take a look at what we've been told about Lucifer in the beginning of sin. Also wollen wir uns anschauen, was uns über diesen Anfang der Sünde gesagt wird. The greatest talents and the highest gifts that could be bestowed on a created being were given to Lucifer. Die größten Talente und höchsten Gaben, mit denen ein geschaffenes Wesen ausgestattet werden könnte, wurden Luzifer, dem schimmernden Cherub, gegeben. Before his fall, he was a glorious being occupying a position next to Christ. Vor seinem Fall war er ein herrliches Wesen, das seinen Platz in unmittelbarer Nähe zu Christus einnahm. So the first thing to note about Lucifer was that he was made good. Das heißt, das Erste, was wir über ihn erfahren, ist, dass er gut geschaffen wurde. He was created with the greatest talents and gifts. Er wurde mit den höchsten Begabungen und Eigenschaften erschaffen. All this was given to him, apparently from the moment of his creation. Das wurde ihm alles ab dem Zeitpunkt seiner Schöpfung schon gegeben. I should read the second one here, I guess. Lucifer was a covering cherub, distinguished by his excellence. Luzifer war ein schirmender Cherub, herausstechend durch seine Vorzüglichkeit. God made him good and beautiful, Gott machte ihn gut und wunderschön. as near as possible like himself. Gott so ähnlich wie möglich. Now, this is kind of an interesting thought here. Und das ist ein interessanter Gedanke hier. We commonly think of God and we say, well, God can do anything. Im Allgemeinen denken wir an Gott und sagen, Gott kann alles tun. But this second statement here shows us something that God could not do. Aber hier dieses zweite Zitat sagt uns etwas, was Gott nicht tun konnte. He could not make or create someone more like himself than Lucifer was. Und er konnte nicht jemanden ihm noch ähnlicher erschaffen als Luzifer. Das heißt, niemand war ihm ähnlicher als Luzifer. He had gone as far as God could do in that department. In diesem Bereich ist er so weit gegangen, wie es sein konnte. So that's where Lucifer started. Und so hat Luzifer angefangen. It's not a bad way to start your life, is it? Es ist keine schlechte Art, das Leben zu beginnen, oder? When God said to his son,
Als Gott zu seinem Sohn sprach, "Let us make man in our image," lasst uns Menschen machen. Satan was jealous of Jesus. Nach unserem Bild, da war Satan eifersüchtig auf Jesus. He wished to be consulted concerning the formation of man. Er wünschte betreffs der Erschaffung des Menschen, um Rat gefragt zu werden. And because he was not, he was filled with envy, jealousy, and hatred. Und weil dies nicht geschah, wurde er mit Zorn, Hass und Eifersucht erfüllt. Now, this doesn't tell us why Lucifer sinned, Es sagt uns hier nicht, warum er gesündigt hat, but it does tell us that it was near the time of the creation of the earth. aber es sagt uns, dass es nahe war zu dem Zeitpunkt, als die Erde erschaffen wurde. The next statement says, Satan hates mankind Das nächste Zitat sagt, Satan hasst die Menschheit, because they are the workmanship of God. da sie das Schöpfungssiegel Gottes trägt. He opposed the creation of man. Er widersetzt sich dem Menschen, der Erschaffung des Menschen. So here's a question. Und die Frage ist folgende, Is this only coincidental? ist das nur ein Zufall? Or did the plans for the creation of earth actually play some role in Lucifer's rebellion? Oder haben die Pläne für die Erschaffung der Welt irgendeine Rolle gespielt in Luzifers Rebellion? I'll just say that I believe that the two issues were very much connected. Ich sage einfach, ich glaube, dass diese zwei Angelegenheiten miteinander verbunden waren. So we're going to look at some statements from Spirit Prophecy, Und wir werden uns einige Zitate aus dem Geist der Weissagung anschauen. and I invite you to try and look at these statements from Lucifer's point of view. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch diese Zitate aus der Sichtweise von Luzifer anschaut. Lucifer, who had already begun to cherish selfishness. Luzifer, der schon angefangen hat, die Selbstsucht anzunehmen. Think of these from his perspective. Denkt nun aus seiner Perspektive. Next to the angelic beings, the human family, formed in the image of God, are the noblest of his created works. Neben den Engeln ist die menschliche Familie nach dem Bilde Gottes geschaffen, das edelste seiner erschaffenen Werke. The earth was to be peopled with beings only a little lower than the angels. Die Erde sollte mit Lebewesen bevölkert werden, die nur ein wenig niedriger waren als die Engel. Okay, that's simple. It's like Psalm chapter 8. Das ist einfach, das ist wie im Psalm Kapitel 8. And Hebrews 2, where it says man was created a little lower than the angels. Und Hebräer Kapitel 2, wo es heißt, dass die Menschen ein bisschen niedriger als die Engel erschaffen wurden. But let's look at this next one. Aber wir schauen uns das nächste an. No other creature that God has made is capable of such improvement, such refinement, such nobility as man. Kein anderes von Gott erschaffenes Wesen ist derart fähig zur Verbesserung, zur Verfeinerung und Veredelung wie der Mensch. Man cannot conceive what he may be and what he may become. Der Mensch kann sich nicht vorstellen, wer er sein könnte und zu wem er werden könnte. Through the grace of Christ, he is capable of constant mental progress. Durch die Gnade Christi ist er zu unablässigem geistigen Fortschritt befähigt. These statements make humans sound a little special, a little different. Diese Zitate lassen Menschen ein bisschen besonders dastehen. Notice the idea of improvement. Ihr seht hier den Gedanken der Verfeinerung, der Veredelung. The verb there to become. Dass man zu etwas wird. The idea of progress. Dieser Gedanke von Fortschritt. This is not a gift fully formed at creation. This is something that's going on. Das ist nicht ein Geschenk, was bei der Erschaffung schon da ist. Das ist etwas, was weitergeht. Okay, some more statements. Noch einige weitere. It was a wonderful thing for God to create man to make mind. Für Gott ist es eine herrliche Sache, den Menschen sowie den Verstand zu erschaffen. God created man that every faculty might be the faculty of the divine mind. Gott hat den Menschen dazu erschaffen, sodass jede seiner Fähigkeiten eine Fähigkeit des göttlichen Verstands sein könnte. Man was the crowning act of the creation of God. Der Mensch war der krönende Akt der Schöpfung Gottes. Made in the image of God and designed to be a counterpart of God. Geschaffen in das Bild Gottes, gestaltet als Gegenstück zu Gott. Man is very dear to God because he is formed in his own image. Da der Mensch in sein Bild geschaffen wurde, ist der Mensch sehr wertvoll für Gott. The word counterpart is fascinating. Und dieses Wort Gegenstück ist sehr faszinierend.
In English, it means the equivalent person from a different system, maybe. Im Englischen heißt es die gleiche Person oder die gleiche Stellung in einem anderen System zum Beispiel. The Prime Minister of England and the Prime Minister of Canada would be counterparts. Der Premierminister von England und der Premierminister von Kanada, das wären zwei Gegenstücke. What did Ellen White mean when she wrote this? Was hat Ellen White gemeint, als sie das geschrieben hat? What does it mean to be a counterpart of God? Was heißt das, ein Gegenstück Gottes zu sein? God would place man upon probation to test his loyalty before he could be rendered eternally secure. Gott wollte den Menschen einer Gehorsamsprüfung unterziehen, um ihn dann für ewig schützend zu bewahren. If he endured the test wherewith God saw fit to prove him, he should eventually be equal with the angels. Falls der Mensch Gottes Prüfungstest bestehen würde, würde er den Engeln gleichgestellt werden. That's a new thought. Das ist ein neuer Gedanke, oder? Equal. Gleich. And that's something that was going to happen eventually. Und das ist etwas, was möglicherweise passiert wäre. There's a process going on here. Also es ist hier ein Prozess, der stattfindet. Okay, next statement. Nächstes Zitat. Those who in the strength of Christ overcome the great enemy of God and man Diejenigen, die in der Kraft Christi den Gegner Gottes und der Menschen überwinden, will occupy a position in the heavenly courts above angels. werden who in have den never himmlischen Höfen eine Stellung einnehmen, die höher als die der ungefallenen Engel ist. fallen. What happened to a little lower? Was ist zudem ein wenig niedriger passiert? Let's try another statement. Schauen wir uns noch ein anderes Zitat an. The work of redemption involved consequences of which it is difficult for man to have any conception. Das Werk der Erlösung beinhaltet Auswirkungen, die für den Menschen schwer zu begreifen sind. There was to be imparted an excellency of power, Es sollte eine Kraft eingesetzt werden, which would place him higher than the angels who had not fallen. die ihn in eine höhere Stellung als die der ungefallenen Engel versetzen würde. Now, both of these statements that talk about man being higher Beide von diesen Zitaten sprechen darüber, dass die Menschen höher sind, they're talking about the results of the plan of salvation. und sie sprechen über die Ergebnisse des Erlösungsplans. And so that kind of raises an interesting question. Das heißt, das lässt jetzt eine interessante Frage aufkommen. How would it have worked out if man hadn't sinned? Wie wäre es gewesen, wenn der Mensch nicht gesündigt hätte? Do we actually end up better off because of sinning? Geht es uns vielleicht dann am Schluss besser, weil wir Sünden gingen? I don't really, something about that doesn't sound good. Irgendwas hört sich da nicht so gut an. In order to answer that question, we need to know a little more about Lucifer. Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir ein bisschen mehr über Luzifer erfahren. God was a light so effulgent. Gott war von so einem herrlichen Licht umgeben. What does effulgent mean? It's translated with glorious. That'll work. Ja, im German. No one knows what that means in English. Es ist It's not a schwierig. common word. Es ist nicht ein sehr verbreitetes Wort. Okay. God was a light so effulgent that Lucifer occupied the position of covering cherub, So dass Luzifer die Position eines schirmenden Cherubs einnahm, so that the universe could at all times look upon his glory. damit das Universum jederzeit seine Herrlichkeit betrachten könnte. He who was once the covering cherub, whose work it was to hide from the heavenly intelligences the glory of God, Derjenige, der einst ein schirmender Cherub war und dessen Aufgabe es war, vor den himmlischen intelligenten Wesen die Herrlichkeit Gottes zu verbergen, perverted his intellect and divorced himself from God, became Satan. verdarb seinen Intellekt und trennte sich von Gott und wurde zu Satan. But look at this job description. Aber schaut euch diese Berufsbezeichnung an. It was his job to hide the glory of God from the heavenly intelligences. Es war seine Arbeit, die Herrlichkeit Gottes vor den himmlischen intelligenten Wesen zu verbergen. Now the bottom statement. Und jetzt das Letzte. Adam and Eve were granted communion with their Maker with no obscuring veil between. Adam und Eva erfreuten sich des Umgangs mit ihrem Schöpfer ohne verhüllendem Schleier. What was going to happen to Lucifer's job if that idea caught on?
Was passiert mit Luzifers Arbeit, wenn diese Idee weitergeführt wird? And this statement here is clearly before the fall. Und dieses Zitat ist natürlich, bezieht sich auf einen Zustand vor dem Sündenfall. It was a part of the original plan. Das ist Teil des ursprünglichen Plans. Through the imparted life of Christ, man has been given opportunity to win back again the lost gift of life. Durch die Gabe des Lebens Christi wurde den Menschen die Möglichkeit verliehen, die verlorene Gabe des Lebens zurückzuerhalten. And to stand in his original position before God. Und in seiner eigentlich zugedachten Position vor Gott zu stehen. Skip down. Satan, in his efforts to deceive and tempt our race, had thought to frustrate the divine plan in man's creation. Satan wollte in seinem Bemühen, die Menschheit zu versuchen, den göttlichen Plan der Erschaffung des Menschen vereiteln. But at the end of the great controversy, Christ now asks that this plan be carried into effect as if man had never fallen. Nun aber bittet Christus darum, dass der Plan ausgeführt wird, als ob der Mensch nie gefallen wäre. He asks for his people not only pardon and justification, Für sein Volk bittet er nicht nur um eine vollständige Vergebung und Rechtfertigung, full and complete, vollständig, but a share in his glory and a seat upon his throne. sondern auch um Anteil an seinem Ruhm und einen Sitz auf seinem Thron. This is carrying the original plan as if man had never sinned. Das ist der Plan, wenn der Mensch nicht gesündigt hätte. Human beings were intended to sit upon the throne of God. Die menschlichen Wesen sollten auf dem Thron Gottes sitzen. Remember one of Lucifer's goals? Erinnert ihr euch an das Ziel von Luzifer? I will set my throne on the sides of the north. Ich werde meinen Thron in den höchsten Norden setzen. So does this excuse sin? Entschuldigt das also Sünde? Did the creation of human beings give Lucifer a reason to sin? Hat die Erschaffung des Menschen Luzifer einen Grund zu sündigen gegeben? No. We already talked about that. Wir haben darüber schon geredet. Even if Lucifer were somehow demoted from the highest position to the lowest position in heaven, Auch wenn Luzifer von der höchsten Position im Himmel irgendwie an die niedrigste Position versetzt worden wäre im Himmel, if he hadn't already chosen to be selfish, wenn er nicht bereits gewählt hätte, selbstsüchtig zu sein, his reaction would have been, dann wäre seine Reaktion gewesen: wow, everything God has ever done has been good. Alles, was Gott bis jetzt jemals getan hat, ist gut. Everything he's ever asked me to do has been a blessing. Alles, was er mich jemals gebeten hat zu tun, war ein Segen. I can't wait to find out what I can learn in this new position. Ich kann kaum erwarten, was ich in dieser neuen Position lernen darf. It'd be a whole new thing. Das wäre eine große neue Sache gewesen. Lucifer hadn't had very many people telling him what to do before. Und Luzifer hat vorher nicht viele Menschen gehabt, die ihm gesagt haben, was er zu tun hat. But let's not get smug, Aber wir wollen da jetzt nicht komisch, proud. überheblich werden. We need to remember the same thing. Sometimes we may get demoted. Wir müssen auf uns schauen. Manchmal kann es sein, dass wir versetzt werden. But since Lucifer had already chosen selfishness, Aber weil Luzifer bereits diese Selbstsucht erwählt hat, it helps us understand this next statement. und es hilft uns, dieses nächste Zitat zu verstehen. The creation of our world was brought into the councils of heaven. Die Schöpfung unserer Welt wurde im himmlischen Rat besprochen. There, the covering cherub prepared his request Dort brachte der schirmende Cherub die Anfrage ein, that he should be made prince to govern the world then in prospect. in Zukunft ein Fürst der Welt sein zu dürfen. This was not accorded him, wasn't granted, it was not given him. Das wurde ihm nicht gewährt. Jesus Christ was to rule the earthly kingdom. Jesus Christus sollte über das Königreich der Erde herrschen. Under God, he engaged to take the world with all its probabilities. Er schickte sich unter Gott an, die Welt mit allem, was dazu gehört, zu übernehmen. The law of heaven should be the standard law for this new world, Das for human intelligences. Das Gesetz des Himmels sollte das Grundgesetz für diese neue Welt bzw. die menschlichen Wesen darstellen. Lucifer was jealous of Christ, and this jealousy worked into rebellion.
Luzifer war auf Christus eifersüchtig und diese Eifersucht mündete in eine Rebellion, and he carried with him a large number of the holy angels. in deren Rahmen eine große Anzahl heiliger Engel mitgerissen wurden. Since it's not on the screen, that's manuscript 43B, 1891. Manuskript 43b 1891. Well, that gives us some background. Das gibt uns jetzt ein bisschen einen Hintergrund. Lucifer wanted to be in charge of the earth. Luzifer wollte zuständig sein für die Welt. But still, we need to understand a little more about Lucifer's fall. Aber trotzdem müssen wir ein bisschen mehr über Luzifers Fall verstehen, lernen. Thank you. We don't know exactly when. Wir wissen nicht genau wann. We don't know exactly what the issue was. Wir wissen nicht genau, was die Sache war. But we know that at some point in time, God said to Lucifer, Aber wir wissen, dass an einem Punkt in der Zeit Gott zu Luzifer sagte, please do this. bitte tue dies. But Lucifer thought, no, that is better. Aber Luzifer dachte, nein, das ist möglicherweise besser. God says, do this. Lucifer says, that's better. Gott sagt, tu dies. Luzifer sagt, das ist besser. No idea what the question was. Ich weiß nicht, was die Sache damals war. It'd be interesting to know, wouldn't it? Es wäre interessant zu wissen, oder? Was it a crazy little thing? War es vielleicht nur eine Kleinigkeit? Was it a really big issue? War es irgendeine große Sache? We don't know. Wir wissen es nicht. But at some point, we know his thinking had to come to that where he said, God said this, and he says, no, this is better. Aber wir wissen, an irgendeinem Punkt musste es in seinem Denken zu diesem Punkt kommen, wo Gott etwas sagt und er sagt sich, nein, das andere, das ist besser. Before that happened, one of two things had to take place already. Bevor das geschah, mussten ein oder zwei Dinge bereits geschehen sein. Lucifer might have decided that God made a mistake. Und Luzifer musste sich dazu entschieden haben, zu dem Gedanken, dass Gott vielleicht einen Fehler gemacht hat. He could have said, God's really smart, but this time he goofed. Er hat vielleicht gesagt, Gott ist wirklich intelligent, aber dieses Mal lag er daneben. He might have thought that. Hat er sich vielleicht gedacht. Or, Oder if it wasn't a mistake on God's part, wenn es nicht ein Fehler von der Seite Gottes war, then it was intentional. dann war es ja Absicht. And Lucifer would have had to come to the conclusion that God had deliberately commanded something that was not in Lucifer's best interest. Und dann musste also Luzifer zu diesem Schluss kommen und sagen, dass Gott ja absichtlich etwas entschieden hat, was nicht im besten Interesse von Luzifer lag. Correct me if I'm wrong, but no matter what the issue was, I believe this to be true. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, das ist wahr. In other words, Lucifer had lost faith in God. In anderen Worten, Luzifer hat das Vertrauen in Gott verloren. Even if God had just made a simple mistake, that was a serious concern. Selbst wenn Gott nur einen kleinen Fehler begangen hätte, wäre das schon ziemlich ernst gewesen. God was in charge of running the whole universe. How many simple mistakes can you deal with? Schließlich ist ja Gott derjenige, der das Universum am Laufen hält. Wie viele kleine Fehler kann man sich da erlauben? Who could trust his wisdom if he had ever made a mistake? Wer könnte Gottes Weisheit vertrauen, wenn er jemals einen Fehler getan hätte? And if God hadn't made a mistake, Und falls Gott keinen Fehler gemacht hätte, then it meant he was intentionally harming his subjects. bedeutete das, dass Gott mit Absicht seinen Untertanen Leid zufügt. Who could trust him if his love was false? Wer könnte ihm vertrauen, wenn seine Liebe nicht wahr ist? So Lucifer lost faith in either God's wisdom Somit hat Luzifer entweder in Gottes Weisheit das Vertrauen verloren or God's love. oder Gottes Liebe. But that's not all. Aber das ist nicht alles. If Lucifer was smart enough to spot God's mistake, Wenn Luzifer klug genug gewesen wäre, Gottes Fehler zu erkennen, that meant that Lucifer was smarter than God. dann würde es heißen, dass er ja klüger ist als Gott. And if if God had tried to trick Lucifer into doing something that wasn't for his best good, Und wenn Gott tatsächlich versucht hätte, Luzifer auszutricksen, then the mere fact that God had failed to fool him meant that Lucifer was smarter than God. dann ist die Tatsache, dass ihm das nicht gelungen ist, würde bedeuten, dass Luzifer wiederum klüger ist als Gott. That's the stuff that pride is built out of. Und genau so entsteht Stolz.
If Lucifer was smarter than God, then it would be simple to do what he was sure was the best thing. Wenn er jetzt also glaubt, dass er klüger ist als Gott, dann ist es für ihn einfach, das zu tun, was er glaubt, dass das Beste ist. God wanted this, Gott möchte das hier, but this is better. aber das hier ist ja besser. And when he did this instead of that, Und wenn er dies anstelle von jenem getan hat, that's what we normally call disobedience. das nennen wir eigentlich Ungehorsam. But that's not all. Aber das ist auch noch nicht alles. Even if Lucifer never said a word about his disobedience, Obwohl Luzifer niemals ein Wort über seinen Ungehorsam verlor, the influence of his actions sent a message to all the other angels. hat der Einfluss seiner Handlungen eine Botschaft an alle anderen Engel ausgesandt. You can't depend on God to take care of you. Du kannst dich nicht auf Gott verlassen, um sich um dich zu kümmern. You need to take charge of your own life. Du musst dein Leben selbst in die Hand nehmen. You need to do what God does. Du musst das tun, was Gott tut. You need to exalt yourself. Du musst dich selbst erhöhen. Take care of number one. Is that an expression they use over here? Ich weiß nicht, ob Sie diesen Ausdruck verwenden hier. Kümmere dich um die Nummer 1. Nope. Okay. In America. Also in Amerika. I've got to watch out for myself. Ich muss ja auf mich selber aufpassen. The angels would have seen this, Die Engel hätten das gesehen. and it was a lie. Und es ist eine Lüge. But that's not all. Aber das ist noch immer nicht alles. Once Lucifer took the responsibility of caring for himself, Als sich Luzifer einmal dafür entschied, sich um sich selbst zu kümmern, it meant he had to do whatever it took to provide for himself. bedeutete das, dass er alles tun musste, was auch immer notwendig war, um für sich selbst aufzukommen. If necessary, that would mean stealing. Wenn nötig, Diebstahl. If necessary, that would mean murder. Und falls es notwendig ist, heißt das auch Mord. If Peter and I are lost on an island in the ocean, Wenn der Peter und ich verloren sind auf einer Insel im Ozean and there's only enough fresh water for one, und da ist nur genug frisches Wasser für einen and I'm looking out for myself, und ich achte auf mich selbst, nothing personal, Peter. ich meine es nicht persönlich, Peter, It's not that I don't like you, es ist nicht, dass ich dich nicht mag, but I will kill you. aber ich werde dich umbringen. Jesus said it. If I'm Lucifer. Wenn ich Luzifer wäre. Jesus hat gesagt, Like Jesus said, Lucifer was a murderer from the beginning. ein Mörder von Anfang an war Luzifer. Lucifer didn't kill anyone in heaven, Luzifer hat niemanden im Himmel umgebracht, but the moment he lost faith in God aber in dem Augenblick, als er das Vertrauen in Gott verlor and took upon himself the burden of caring for himself, und die Last, um sich selbst zu kümmern, auf sich nahm, it was obvious that he would kill if he had to. war es offensichtlich, dass er töten würde, wenn es nötig wäre. Okay, well that's interesting, but that's not our main point. Und das ist interessant, aber das ist nicht unser Hauptpunkt. We want to see how Lucifer went about spreading his apostasy. Wir möchten sehen, wie Luzifer seine Irrlehre verbreitet hat. We'll find that there are good reasons for learning this. Und wir werden einige gute Gründe finden, um das hier zu lernen. We don't have time to cover every statement from the Spirit prophecy on this, Wir haben nicht Zeit, jetzt jedes Zitat aus dem Geist der Weissagung zu bearbeiten. so I'm just going to list the categories of the things that Lucifer did, Ich werde die Kategorien also aufzählen von den Dingen, die Luzifer getan hat. and then we'll have some Spirit prophecy statements that kind of, touch on different ones as they go. Und einige Zitate werden wir dann haben, die mehrere von diesen Bereichen berühren. These are Lucifer's techniques. Das sind Luzifers Techniken. It's good for us to be aware of these, Es ist gut für uns, uns dieser bewusst zu sein, but not so that we will ever use any of them. aber nicht so, dass wir sie jemals benutzen würden. People will tell you you need to use these techniques. Die Menschen werden dir sagen, du musst diese Techniken verwenden, People will use these techniques on you. und die Menschen werden diese Techniken an euch verwenden. But God does not ask us to use these techniques. Aber Gott bittet uns nicht, diese Techniken zu verwenden. So we'll go through the list. Also werden wir durch die Liste gehen. Exploit position and trust as long as possible.
Ausnutzung der Stellung und des Vertrauens so lange wie möglich. Hide your intentions from others. Verberge deine Motive vor den anderen. Imply or insinuate without clear assertions. Andeutungen ohne deutliche Behauptungen. Distort others' perceptions. Verdrehe die Auffassung von anderen. Maintain plausible deniability. Und die Bewahrung glaubhafter Abstreitbarkeit. Oder, Shift, that's an English or American phrase. Plausible deniability just means you have an excuse to get out of it. Okay, das heißt, es ist so ähnlich wie wenn es bei uns heißt, Ausreden, ja. Yeah, okay. Shift the responsibility to others. Das Verschieben der Verantwortung auf andere. Lie. Lüge, grundsätzlich. Abandon discredited positions without accepting responsibility for having advocated them. Das Verlassen früher vertretener Positionen mit der Ablehnung, diese jemals vertreten zu haben. Cite your supporters as evidence of your correctness. Das Anführen von Unterstützern als Beweis für deine Richtigkeit. Appeal to sympathy. Ein Aufruf zum Verständnis. Oder If you look at the political world today, wenn ihr euch die politische Welt heute anschaut, all of these are very prominent. alle diese Dinge sind sehr verbreitet. The devil has shared his secrets. Der Teufel hat seine Geheimnisse weitergegeben. Taking advantage of the loving, loyal trust reposed in him by the holy beings under his command, Er nutzte die Liebe und das Vertrauen der Engel aus, die unter seinem Befehl standen. Lucifer had so artfully instilled into their minds his own distrust and discontent that his agency was not discerned. Und dabei ging er so raffiniert vor, in dem Einflößen seines Vertrauens und seiner Unzufriedenheit, dass sie diese Wirkung gar nicht wahrnahmen. Lucifer had presented the purposes of God in a false light, Lucifer hatte Gottes Absichten in falschem Licht dargestellt. misconstruing and distorting them to excite dissent and dissatisfaction. Sie missdeutet und entstellt, um Unzufriedenheit und abweichende Meinungen zu provozieren. He cunningly drew his hearers on to give utterance to their feelings. Mit List brachte er seine Hörer dazu, über ihre Empfindungen zu sprechen. Then these expressions were repeated by him when it would serve his purpose, Sobald es ihm nützlich schien, wiederholte er dann diese Äußerungen. as evidence that the angels were not fully in harmony with the government of God. Als Beweis dafür, dass die Engel nicht in voller Übereinstimmung mit der Regierung Gottes stünden. I want you to especially notice this last one Und there. ich möchte, dass ihr hier das letzte hier besonders seht. I don't know why it is, but this is the one that Ellen White spends the most time on and repeats more than any other. Ich weiß nicht, warum das ist, aber das wiederholt Ellen White immer und immer wieder und wiederholt es öfter als alles andere. The idea is that Lucifer would go through the ranks of the angels and talk to different ones. Also es ist so, dass Luzifer durch die verschiedenen Ebenen der Engel durchgegangen ist und mit verschiedenen geredet hat, durch die verschiedenen Ränge. And very subtly he would leave doubts. Und manchmal würde er Zweifel sehen. Very, very subtle. Sehr, sehr verstreut nur. Angels are smart. Die Engel sind intelligent. He'd come back later Und er kommt später zurück and talk to the same angels, und dann spricht er mit dem gleichen noch einmal. and he would get them to say what he had planted in their minds. Und er hat sie dazu gebracht, das auszusprechen, was er in ihre Gedanken gepflanzt hat. Now he could quote them. Und nun konnte er sie zitieren. Not me, it's them. Nicht ich, du hast ja gesagt. While claiming for himself perfect loyalty to God, Während er versicherte, gegenüber Gott loyal zu sein, he urged that changes in the order and laws of heaven were necessary for the stability of the divine government. betonte er doch nachdrücklich, dass um der Beständigkeit der göttlichen Regierungen willen Änderungen in der Ordnung und den Gesetzen des Himmels notwendig seien. While secretly fomenting discord and rebellion, Während er insgeheim Zweitracht und Empörung schürte, he with consummate craft caused it to appear as his sole purpose to promote loyalty and to preserve harmony and peace. brachte er es dabei mit vollendetem Geschick fertig, den Anschein zu erwecken, als wolle er Eintracht und Frieden erhalten.
Have you ever heard of a politician someplace that talks about peace and sends the army to war? Habt ihr irgendwann einmal schon einen Politiker gehört, der über Frieden redet und dann eine Armee in den Krieg schickt? I think I read about that once. Und ich habe da mal was darüber gelesen. Lucifer gathered the ideas that he himself had first implanted in the minds of others. Luzifer sammelte die Ideen, die er selbst zunächst in die Gedanken der anderen gesät hatte, and brought them before the highest order of angels as the thoughts of other minds against the government of God. und brachte sie dann zu den ranghöchsten Engeln mit der Erklärung, dies seien die Gedanken der anderen gegen die Regierung Gottes. Thus, by ingenious methods of his own devising, Lucifer introduced rebellion into heaven. Durch diese raffinierte Methode brachte Luzifer die Rebellion im Himmel in Gang. Again, this is the one that Ellen White talks about the most. Das ist wieder das, worüber Ellen White am meisten spricht. And there's good reason for that. Und es gibt einen guten Grund dafür. Words have power to react on the character. Worte haben Kraft, auf den Charakter einzuwirken. Men are influenced by their own words, Oftmals äußert man in einer plötzlichen Gemütsaufwallung, often under a momentary impulse prompted by Satan, they give utterance to jealousy or evil surmising. also da fehlt der Satz ganz kurz, man wird selber beeinflusst durch die Worte, die man ausspricht. Oftmals äußert man in einer plötzlichen Gemütsaufwallung von Satan angestachelt Eifersucht oder böse Vermutungen und sagt Dinge, die man selbst gar nicht wirklich glaubt. They express that which they do not really believe. Diese Gedanken drücken das aus, was man selber eigentlich gar nicht wirklich glaubt. But the expression reacts on the thoughts. Aber der Ausdruck reagiert wieder zurück mit den Gedanken. They are deceived by their own words Also man wird durch seine eigenen Worte verführt and come to believe that true which was spoken at Satan's instigation. und halten das, was sie auf Satans Anstiften hin geredet haben, letztlich für wahr. It is dangerous to utter a word of doubt, Es ist gefährlich, Zweifel zu äußern dangerous to question and criticize divine light. und das göttliche Licht in Frage zu stellen oder zu kritisieren. Many times people say things that they don't really believe, Oft sagen Menschen Dinge, die sie nicht wirklich glauben or that they haven't had a time to think through and know really what they believe. oder gar nicht die Zeit gehabt haben, das durchzudenken, um wirklich zu wissen, was sie glauben. But once they've said it, Aber wenn du es aussprichst oder their own mind tells them that's what you believe, that's what you said. dann sagt ihnen der eigene Geist, das ist das, was du glaubst, das hast jetzt du gesagt. There's some deep psychology here. Da ist eine tiefe Psychologie da. Just incidentally, I was a classroom teacher for 20 years, Ich war Lehrer in einem Klassenzimmer 20 Jahre lang. and I just would like to mention that one of the main things in the educational process Und ich will das erwähnen, dass eins der wichtigsten Dinge im Ausbildungsprozess is getting students to repeat what the teacher said. ist, dass die Schüler das wiederholen, was der Lehrer gesagt hat. You might want to think about that some. Ihr möchtet vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Okay, let's go back to Lucifer. Und wir wollen wieder zurück. Many of these angels who sympathized with Lucifer Viele dieser Engel, die ein Verständnis für Luzifer aufbrachten, had occupied high positions in the government of God. hatten hohe Stellungen in der Regierung Gottes eingenommen. All were enriched with the talent of intellect and were girded with the strength and glory. Alle besaßen die Gabe eines herausragenden Intellekts und waren mit Kraft und Herrlichkeit umgeben. The tempter would throw all the blame of his course upon others who were below him. Der Versucher warf sämtliche Schuld seines eingeschlagenen Kurses auf die ihm Untergebenen. He would make it appear that if he could have moved according to his own judgment, Er stellte den Sachverhalt so dar, dass wenn er seinem eigenen Verständnis gefolgt wäre, all this demonstration of rebellion would have been dann avoided. hätte die gesamte Darstellung der Rebellion verhindert werden können. It's kind of an interesting parallel here, the high angels in the government of God Es ist hier eine interessante Parallele zwischen den hohen Engeln in der Regierung Gottes. It reminds me of the 250 princes that joined with Korah, Dathan, and Abiram. Es erinnert mich an die 250 Prinzen, die mit Korah, Dathan, and Abiram in their rebellion against Moses. die Fürsten Korah, Dathan
dazugekommen sind und die Rebellion gegen Mose angezettelt haben. I think what that says is that pride of position is a dangerous thing. Und ich denke, das sagt, dass der Stolz einer Position eine gefährliche Sache ist. Lucifer works through the medium of influence, Luzifer handelt unter Ausnutzung seines Einflusses. taking advantage of the action of mind on mind. Und er macht sich einen Vorteil durch die Übertragung der Gedanken. And ever since then, sin has continued its hateful work, reaching from mind to mind. Von einem Geist zum anderen. Und immer wo Sünde ihre schreckliche Arbeit vollbringt, geschieht es mittels der Übertragung von einem Sinn zum anderen Sinn, von einem Geist zum anderen Geist. Every sin committed awakens the echoes of the original sin. Jede praktizierte Sünde lässt das Echo der ursprünglichen Sünde widerhallen. One human being under Satan's control becomes a means of temptation to another human being. Ein sich unter der Kontrolle Satans befindliches menschliches Wesen wird zu einem Mittel der Versuchung für andere menschlichen Wesen. Thus evil grows into immense proportions. Dieses Übel nimmt unüberschaubare Auswirkungen an. There's a saying in English that the chain is only as strong as its weakest link. Es gibt ein Sprichwort im Englischen und auch im Deutschen, dass die Kette nur so stark ist wie das schwächste Glied. Just imagine how much you could accomplish by being the link in Satan's chain that breaks. Und denkt einfach dran, wie viel könntet ihr erreichen, wenn ihr ein Glied in der Kette von Satan seid und dieses Glied bricht. When an evil influence comes upon you, Wenn ein schlechter Einfluss zu dir kommt, if you stop it, wenn du diesen Einfluss aufhältst, imagine how many other people are saved. wie viele andere Menschen werden dadurch gerettet? The influence of mind on mind, Der Einfluss von einem Geist auf den anderen so strong a power for good when sanctified, kann, wenn er geheiligt ist, is equally strong for evil in the hands of those opposed to God. kann sehr stark in der Kraft zum Guten wirken. This power Satan used in his work of instilling evil into the minds of the angels. Und genau das Gleiche gilt auch für das Gegenteil. Diese Kraft nutzte Satan in seinem Bemühen aus, um das Böse in die Sinne der Engel zu sehen. And he made it appear that he was seeking the good of the universe. Wobei er nach außen hin vorgab, nach dem Besten des Universums zu trachten. This expression, the influence of mind on mind, Dieser Ausdruck, der Einfluss von einem Geist auf den anderen, is one of a number of expressions that Ellen White uses das ist eine der vielen Ausdrücke, die Ellen White verwendet, to describe the same thing. um das Gleiche eigentlich zu beschreiben. Other words she uses, she sometimes speaks of mesmerism. Manchmal spricht sie über Mesmerismus. She uses the expression the mind cure. Sie verwendet den Ausdruck der Hirnwäsche, also oder Geistesgenesung, weiß ich nicht. That was a claim that some doctors were making in about the 1890s, the mind cure. Das war eine Modeerscheinung damals, dass die Ärzte gesagt haben, sie können Geister heilen. And when the word started being commonly used in English, she called it hypnotism. Und als das mehr verwendet wurde im Englischen, hat man das Hypnotisieren genannt. The devil wants to make hypnotism look like a joke. Der Teufel möchte, dass man das Hypnotisieren wie einen Witz oder wie was Lustiges sieht. It's the kind of thing you'd see on a TV comedy or something. Also etwas, was man in einer TV-Show sieht. But just for the record, hypnotism is no joke. Aber nur damit wir es wissen, Hypnotisieren ist kein Spaß. It's one of Satan's most powerful tools. Es ist eins von Satans stärksten Waffen. Don't play with it. Spiel nicht damit. Another technique here. Und eine andere Taktik. Satan was artful in presenting his side of the question. Satan ging beim Präsentieren seiner Ansichten sehr geschickt vor. As soon as he found that one position was seen in its true character, Sobald er herausfand, dass eine seiner Stellungnahmen in ihrem wahren Charakter gesehen wurden, he changed it for another. tauschte er sie einfach gegen was anderes aus. I love listening to political debates. Ich liebe es, mir politische Debatten anzuhören. I'm not sure if your politicians are as good as our Ich weiß politicians, nicht, ob eure Politiker so gut sind wie unsere, but they ask them a perfectly obvious question, aber man fragt sie eine vollständig eindeutige Frage and they can talk about everything else in the world and und sie werden über alles andere in der Welt reden und herum. and never answer the question. Und sie werden nie die Frage beantworten.
Yeah, Lucifer could do that too. Ja, Luzifer hat das ähnlich gemacht. This is clearly dishonest. Das ist vollständig unehrlich. But remember, the angels had never seen dishonesty. Aber denkt dran, die Engel haben noch nie Unehrlichkeit gesehen. I wonder how long it took for them to catch on to this new idea. Ich weiß nicht, wie lange es gebraucht hat, bis sie auch diese neue Ideen annahmen. They'd never had to distrust anyone in their life. Sie haben noch nie jemandem nicht vertraut, ihr ganzes Leben, Misstrauen gehabt. Wow, what a surprise that would have been, eh? Was für eine Überraschung wäre das gewesen. Let's go on. Satan exultingly pointed to his sympathizers, comprising nearly half of the angels, Satan verwies mit Frohlocken auf seine Unterstützer, die beinahe die Hälfte aller Engel umfassten. and he exclaimed, "These are with me. Und erklärte, die gehören zu mir. Will you expel these also and make such a void in heaven?" Willst du sie auch verstoßen und solch eine Leere im Himmel schaffen? When it was announced that with all his sympathizers he must be expelled from the abodes of bliss, Als bekannt gegeben wurde, dass Satan mit all seinen Unterstützern aus dem Wohnsitz der Glückseligkeit ausgeschlossen werden musste, Satan and his hosts threw the blame of their rebellion wholly upon Christ, warfen Satan und sein ganzes Heer alle Schuld für ihre Rebellion auf Christus, declaring that if they had not been reproved, they would never have rebelled. Sie erklärten, dass, wenn sie nie rebelliert hätten, wenn sie nicht zurechtgewiesen worden wären. That's one of the dumbest arguments I've ever heard. Das ist eines der dümmsten Argumente, die ich je gehört habe. You were reproved because you rebelled. Du wirst zurechtgewiesen, weil du rebelliert hast. But we still use these arguments. Aber wir verwenden diese Argumente trotzdem. Everybody thinks like I do. Jeder denkt so, wie ich denke. When it was announced that, oh, I already read this, but the idea of sympathy. Der Gedanke von Einfühlen, sich einfühlen. This one's a little bit tricky because as Christians we're supposed to be sympathetic. Und das ist ein bisschen schwierig, weil als Christen sollten wir uns ja einfühlen in den anderen. But we're also supposed to be intelligent enough to know right from wrong. Aber wir sollen auch intelligent genug sein, Recht von Böse zu unterscheiden. And you don't sympathize with wrong. Und dass man sich nicht mit den falschen Dingen einlässt. You can be kind perhaps with the suffering that wrong has caused. Man kann nett sein zu dem, der das Leid verursacht hat. If someone, gets cancer because they've been smoking, you can sympathize with their illness. Also wenn jemand Krebs bekommt, weil er raucht, dann kann man sich mit seiner Krankheit, also für seine Krankheit einfühlen. But you don't say smoking's a good idea. Aber man kann nicht sagen, Rauchen ist eine gute Idee. It's gone. Lucifer cast the cause of his defection upon Jesus Christ and upon God. Luzifer schob die Ursache seiner Änderung Jesus Christus und Gott zu. If they had not so firmly resisted his plans, he said, Hätten sie nicht so stark seinen Plänen widerstanden, he would not have gone on doing as he did. so Luzifer hätte er niemals das getan, was er letztendlich getan hat. Wrongdoers always find sympathizers. Diejenigen, die das Falsche tun, finden immer Anhänger. And Satan so represented his case to the angels that he drew many angels away from their allegiance to God. Und Satan präsentierte seinen Fall vor den Engeln auf solch eine Art und Weise, dass viele Engel ihre Treue gegenüber Gott aufgaben. When we look at Satan's arguments like this, they all seem pretty weak, actually. Wenn wir uns die Argumente von Satan so anschauen, sind sie eigentlich relativ schwach. But remember, Aber denk dran, you are not smart enough to fight the devil. du bist nicht klug genug, um den Feind He zu is kämpfen. very, very good at what he Er does. ist sehr gut in dem, was er tut. How good is he? Wie gut ist er? It is impossible for man to measure the ingenuity shown by Satan in deceiving human minds. Für Menschen ist es unmöglich, Satans Einfallsreichtum beim Verführen von Menschen zu begreifen oder ihren Geist zu verführen zu begreifen. And imagine this next one. Und schaut euch das nächste hier an. Lucifer's work of deception was done in so great secrecy that the angels in less exalted positions supposed that he was the ruler of heaven. Luzifers Werk der Verführung schritt derart geheim voran, sodass die Engel in den niedrigen Stellungen annahmen, dass er der eigentliche Herrscher des Himmels sei. Wow. Wow. I mean, really? Wirklich? How do you do that? Wie schafft man sowas? Okay. So now I want to just list. We've seen some of these a little bit. Also wir möchten jetzt ein paar Dinge aufzählen. Wir haben das jetzt schon ein bisschen gesehen. But I'm going to just list the accusations that Lucifer brought against the government of God. Aber ich möchte diese Anschuldigungen auflisten, die Luzifer gegen Gott eigentlich brachte.
these next items, these are the basis of the great controversy. This is what the whole great controversy is all about. Das sind die Dinge, um die es im großen Kampf geht, eigentlich. He said that angels were wise enough to govern themselves and they don't need God's law. Punkt 1, die Engel sind weise genug, um sich selbst zu regieren und brauchen daher Gottes Gesetz nicht. He said God was unfair when he exalted Jesus above Lucifer. Er sagt, Gott war bei der Erhebung Jesu gegenüber Luzifer ungerecht. He said God is proud. Er sagt, Gott ist stolz. God is selfish. Gott ist selbstsüchtig. God's law is defective and needs to be changed. Gottes Gesetz ist fehlerhaft und hat Änderungen nötig. Neither angels nor human beings can obey God's law. Weder Engel noch Menschen können das Gesetz Gottes einhalten. God's law is arbitrary. Und Gottes Gesetz ist willkürlich. God's law makes forgiveness impossible. Und Gottes Gesetz macht Vergebung unmöglich. Those were the original accusations. Das waren die ursprünglichen Anschuldigungen. Later he added the last one. Später hat er die letzte noch dazu gebracht. He said God has actually changed his law. Und er sagte, Gott hat sein Gesetz verändert. So here's a question for you to think about. Und jetzt kommt eine Frage, damit ihr darüber nachdenken könnt. Imagine that you were God Stellt euch vor, dass ihr Gott wärt. and Lucifer brought all these accusations against you. Und Luzifer würde all diese Anschuldigungen euch gegenüberbringen. What would you do about it? Was würdest du dagegen tun? What could you do about it? Was könntest du dagegen tun? That's what we'll be looking at in our next meeting. Das werden wir uns in unserer nächsten Zusammenkunft anschauen. And so we'll quit for now. Und wir werden hier jetzt aufhören. Let's bow our heads. Lasst uns unsere Köpfe neigen zum Gebet. Father, we are thankful for the information you've given us. Vater, wir sind dankbar für die Informationen, die du uns gegeben hast. We would not have known any of it if it weren't for the trouble that you've gone to. Wir würden nichts davon wissen, wenn die Schwierigkeiten nicht gewesen wären, durch die du gegangen bist. We would be hopelessly deceived by Lucifer. Wir wären hoffnungslos verführt von Luzifer. And so, Lord, we thank you for light. Und so danken wir dir, Herr, für das Licht. We thank you for what little we can understand yet of your wisdom. Wir danken dir für das bisschen, was wir von deiner Weisheit verstehen können. We want to understand more. Und wir möchten mehr verstehen. We thank you that we can have confidence in your wisdom. Wir danken dir, dass wir Vertrauen haben können in deine Weisheit. We thank you that we can have confidence in your love. Wir danken dir, dass wir Vertrauen haben dürfen in deine Liebe. We pray that you would strengthen this faith in our hearts, Wir bitten dich, dass du diesen Glauben in unseren Herzen stärkst. that we might take warning from the example of Lucifer, Dass wir das Beispiel Luzifers als Warnung sehen. that we can see how precious faith is Dass wir sehen können, wie wertvoll Vertrauen und Glaube ist. and how disastrous it is if we lose it. Und wie schrecklich es ist, wenn wir es verlieren. We pray that you'll go with us now through these Sabbath hours. Und wir bitten dich, dass du in diesen Sabbatstunden mit uns bist. Bless us each here, we pray, Segne jeden Einzelnen von uns hier. and those who are perhaps traveling or coming tomorrow. Und die vielleicht noch reisen und morgen kommen, May this weekend be blessed with your presence and your spirit. möge dieses Wochenende durch deine Gegenwart gesegnet sein und durch deinen Geist. We pray in Jesus' name. Und wir beten im Namen Jesu. Amen. Amen.